Okay, dann würde ich mal starten. Es kommen gerade noch ein paar Teilnehmer rein. Aber schon mal herzlich willkommen zu unserem Webinar Datenstrategie mit Wirkung. Mein Name ist Maximilian Walter. Ich bin bei Spryfox zuständig für Datenstrategie und alles, was sich damit beschäftigt, Unternehmen sagen wir mal, den Weg zu ihrer KI-Reise zu ebnen, sowohl konzeptionell als auch technisch. Ich habe den Vortrag, den Untertitel gegeben vom Datenchaos zur KI-fähigen Organisation. Das ist natürlich ein kleines bisschen übertrieben. Niemand fängt im totalen Datenchaos an. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es eigentlich nicht möglich ist, zu einer vollständig KI-fähigen Organisation zu kommen, bis ins letzte Data Asset. Man kann aber mit einer Datenstrategie einen guten Teil des Weges sehr strukturiert gehen. Und darüber will ich heute sprechen. Damit gleich in die erste Slide. Mit der schönen Überschrift, wir haben Daten, reicht das? Ich nehme an, das können Sie sich alle selbst beantworten. Ich will es trotzdem mit ein paar Zahlen unterlegen. Es gibt jede Menge Studien, auch sehr oft von Gartner, die zeigen, dass Data- und Analytics-Projekte, Big-Data-Projekte sehr, sehr oft scheitern. Wir haben dazu auch unsere eigene Studie gemacht, in der wir ja, aus unterschiedlichsten Branchen Leute befragt haben, die AI-Projekte leiten oder solche Bereiche verantworten. Und was ist dabei herausgekommen? Was sind Hauptgründe, warum Datenprojekte nicht funktionieren? Ein großer Grund natürlich immer mangelnde Datenqualität. Daten sind unvollständig, inkonsistent oder veraltet. Das kann dann unter Umständen zu sehr unangenehmen Situationen führen in einem C-Level-Meeting, wenn dann tiefergehend über Zahlen diskutiert wird und man irgendwann merkt, okay, die widersprechen sich. Dann ist ruckzuck das Vertrauen in die Datenlandschaft verloren. Genauso ein großer Punkt auch Kompetenzdefizite. Gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind viele Menschen aus anderen Bereichen in die IT gewechselt oder haben in ihrem Bereich Arbeit mit Daten dazu bekommen, ohne entsprechend geschult worden zu sein. Das kann man den Leuten an der Stelle dann gar nicht vorwerfen. Es fehlt aber so ein bisschen einfach das Training an der Stelle und die Unterstützung. Oft versucht man dann mit einem gewissen Technologieaktionismus das Problem anzugehen, springt auf Trends auf, führt Tools ein, in der Hoffnung, dass sie Probleme lösen, ohne eigentlich dem eigentlichen Problem auf den Grund gegangen zu sein. Unten links Datenprozesse ohne Praxisbezug. Sieht man auch oft. Unternehmen haben dann schon verstanden, dass man dass man Prozesse aufsetzen muss, wie mit Daten umzugehen ist, wie man Daten einfach zugreifbar machen kann für andere Abteilungen im Unternehmen. Oft bleibt es dann aber stecken in Confluence-Wikis oder PowerPoints und findet dann nie den Weg in die Praxis, sodass Abteilungen dann immer noch ihre eigenen Lösungen bauen. Unzureichende Governance ist ein großer Punkt, dass entsprechende Rollen fehlen, Verantwortlichkeiten und allgemein schlechte Ownership. Und dann haben wir noch den ganz großen Punkt natürlich keine datengetriebene Kultur. Das ist eine unternehmensweite Sache, wo dann die Mitarbeiter einfach noch nicht das Mindset entwickelt haben, wie man mit Daten umgehen sollte, damit das ganze Unternehmen den Mehrwert eines Assets erleben kann, den eine Einzelabteilung vielleicht erzeugt hat. Ja, was kann eine Datenstrategie an der Stelle helfen? Es gibt jede Menge Aspekte, auf die man hier eingehen könnte. Ich habe ein paar einfach mal aufgelistet. Ich jetzt beispielhaft anspreche, also man möchte vielleicht weg von dem Denken, dass man operativ immer effizienter werden möchte, hin zu dem Punkt, dass man sich eigentlich mit seinen Daten strategisch differenzieren kann. Gerade auch jetzt im Kontext von KI ist das ja das Proaktive eigentlich Teil des ganzen KI-Gedankens und der Wechsel von reaktiv zu proaktiv ist nur möglich, wenn wir auf eine gute Datenwelt im Unternehmen aufbauen können. Natürlich beschleunigt sich da natürlich auch das Tempo der Umsetzung von Use Cases, wenn wir auf bessere Daten schauen können. Wir kommen von dem Denken weg, dass es einen Datenerzeuger gibt, eher zu einem Data Ownership. Assets werden wiederverwendbar.
sehr viele Vorteile, die man schaffen kann. Sie sehen auch, dass das dann ganz unterschiedliche Stoßrichtungen ist, je nachdem, worauf man sich konzentriert. Und damit wechsle ich jetzt gerne zu der Definition einer Datenstrategie. Ich sage gleich vorneweg, wenn Sie sich einen Vortrag über Datenstrategie in einem anderen Unternehmen anhören, dann werden Sie wahrscheinlich eine andere Definition hören. Das hier ist jetzt unsere. Sie ist angelehnt an die Arbeit von Richard Rummelt, der sich ganz allgemein mit Unternehmensstrategien beschäftigt. Ein sehr schönes Buch, Good Strategy, Bad Strategy. Er hat ein ganzes Ökosystem an Büchern an der Stelle geschaffen. Und wir übertragen quasi seine Ideen auf die Welt der Datenstrategie und das passt dann da sehr gut. Ich gehe das einmal kurz durch. Also eine Datenstrategie ist die gezielte Bündelung ihrer Mittel auf den Punkt, an dem sie den größten Unterschied machen. Das ist der erste wichtige Teilsatz. Sie haben in Ihrer Arbeit immer nur begrenzte Mittel zur Verfügung und gerade im Thema Datenstrategie ist das noch viel mehr der Fall. Wenn Sie Glück haben, ist der Sponsor einigermaßen hoch aufgehängt im Unternehmen, dann haben Sie ein paar Leute zur Verfügung und finanzielle Mittel für Dienstleister. Trotzdem müssen Sie sich überlegen, wo will ich diese Mittel einsetzen, um einen wirklichen Unterschied zu machen. Ja, das ist der erste wichtige Punkt. Und dann lässt sich eine Datenstrategie in 3 zentrale Elemente zerlegen. Das ist zum ersten eine ehrliche Diagnose der eigenen Datenlage. Wir können es auch As-Is-Situation nennen oder wie auch immer. Es geht einfach darum, dass man versteht, wo stehen wir jetzt gerade und das dann nicht zu breit aufstellt, sondern wirklich eine relativ gezielte Diagnose auf die ganz großen Pain Points macht. Aus dieser Diagnose kann man dann eine Leitlinie entwickeln. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist was anderes als eine Vision, sondern eher eine Leitplanke, die einem so ein bisschen hilft zu sehen, biege ich an der nächsten Kreuzung richtig ab. Und aus dieser Leitlinie ergeben sich dann Handlungen, die man umsetzen kann. Eine Menge von kohärenten Handlungen. Das klingt erstmal sehr trivial. Wenn Sie aber kurz mal überlegen, wie Unternehmensstrategien in der Regel in der Presse kommuniziert werden, dann ist dort meistens die Rede von großen Zielen, die erreicht werden sollen. Umsatzzielen beispielsweise. Selten ist dann aber der Weg dorthin auch gezeichnet. Es geht jetzt nicht darum, auf Detaillevel, auf Mitarbeiterlevel das Ganze aufzulösen, aber doch im Groben bestimmte Handlungen festzulegen, eine bestimmte Stoßrichtung, in die man arbeiten möchte. Genau, und dann lässt sich eine Datenstrategie natürlich unternehmensweit umsetzen oder auch im Kleinen im Rahmen von einem Datenstrategieprojekt für eine bestimmte Abteilung oder einen Bereich. Genau, zusammengefasst also 3 Teile, Diagnose, Leitlinie, Handlungen und damit komme ich jetzt nochmal kurz zu der Agenda für heute. Den ersten Punkt haben wir damit eigentlich schon abgeschlossen. Was ist Datenstrategie? Und wir schauen jetzt tiefer in die 3 Aspekte rein, Diagnose, Leitlinie und Handlungen. Dann spreche ich noch kurz über Daten, Produkte und Kataloge, weil die hier immer wieder vorkommen und gebe am Schluss einen kurzen Ausblick. Anschließend freue ich mich natürlich über Ihre Fragen. Zur Diagnose. Wir unterteilen Datenstrategie in 3 Bereiche. Das ist Business Alignment, Data Governance und Data Culture. Ich führe das jetzt hier im Rahmen der Diagnose ein. Das zieht sich aber natürlich durch die gesamte Datenstrategie. Das Business Alignment ist das, womit man eigentlich immer anfangen sollte, das People Business, die Stakeholder zu finden, sich auszutauschen, Use Cases zu erstellen und so weiter. Schauen wir gleich noch rein. Data Governance ist dann natürlich immer noch involviert, die Mitarbeiter des Unternehmens sehr intensiv, hat aber einen kleinen technischen Aspekt. Dort schaut man nämlich in die Datenarchitektur, in das Tech-Landscape, welche Business Applications es gibt und das Ownership. Und dann alles, was unter der Wasserlinie zu sehen ist, Data Culture. Das ist, wie unten geschrieben, etwas abstrakter, ein bisschen schwerer zu messen im Unternehmen, betrifft aber das ganze Unternehmen. Man sollte im Prinzip dafür sorgen, dass jeder Mitarbeiter auf die Datenreise mitgenommen wird und muss sich auch hier überlegen, wie kann man das diagnostizieren, wie kann man die Probleme diagnostizieren und wie kann man die Situation im Gesamtunternehmen verbessern. Dann schauen wir einmal kurz in die Details, um es ein bisschen konkreter zu machen. Business Alignment, wie könnte man hier vorgehen?
fängt eigentlich an, wie in jedem anderen Projekt auch. Man muss sich erstmal überlegen, wer sind die Stakeholder, mit denen man sprechen muss, um die Datenstrategie erfolgreich umzusetzen. Ich bin kein großer Fan von starren Templates. Es gibt da natürlich aber zahlreiche Vorlagen im Internet, ja, für eine Stakeholder-Analyse, Excel-Templates. Das können Sie sich aber auch sehr einfach selbst erstellen. Sie können das auch von uns bekommen. Sie können eine Power-Interest-Matrix erstellen, um zu sehen, wie eng Sie mit verschiedenen Stakeholdern zusammenarbeiten müssen, welche nur informiert werden müssen. Sie können mit einer RACI-Matrix arbeiten, was auch immer Ihnen hilft, ein gutes Bild davon zu bekommen, wer alles involviert sein muss. Stufe 2 sollten Sie den Ton angeben, also ein bisschen Erwartungsmanagement. Sie wissen ja nun, mit wem Sie sprechen müssen. Sie können beispielsweise eine Präsentation halten, so ähnlich wie die ich heute zeige, um das Vorgehen zu erklären. Sie können mit Projektbeschreibungen arbeiten, mit einem Hypothesenbaum, was auch immer an der Stelle hilfreich ist, um zu erklären, wo die Reise hingehen soll. Danach kann es dann tiefer ins Detail gehen, Workshops und 1:1 Interviews. Ja, je nachdem, wo Sie die Stakeholder eingestuft haben, bekommt der eine ein bisschen intensivere Betreuung, andere werden gemeinsam in Workshops eingeladen. Dann haben Sie schon ein ganz gutes Bild, ja, was die verschiedenen Personen so denken, wo die Probleme liegen in der Datenwelt des Unternehmens. Dann können Sie die Use Cases durchgehen, was ist kürzlich umgesetzt worden, was befindet sich in Umsetzung, was ist geplant und am Ende dann Ihre ganzen Erkenntnisse zusammenfahren, clustern, Muster erkennen und das dann rückspiegeln. Die Bereiche Data Governance und Data Culture laufen natürlich parallel dazu schon los, vielleicht so ungefähr in der Workshop-Phase. Wir schauen da jetzt auch noch mal gerne rein. Data Governance unterteilen wir in 3 Bereiche. Das ist einmal Daten finden, dann Daten nutzen, Daten pflegen. Und jetzt hier bei der Diagnose ist es natürlich wichtig, zunächst zu verstehen, wie gut ist das Unternehmen aufgestellt in Bezug auf die Kenntnis über die eigene Systemlandschaft und die Daten, die in diesen Systemen erzeugt und gemanagt werden. Das ist so ein bisschen die technische Sicht, ja, auf die Systemlandschaft. Dann wollen wir aber auch wissen, wie es um die logische Sicht steht, wie gut sind die verschiedenen Data Assets vielleicht schon strukturiert. Gibt es da schon ein Modell, das in dem Unternehmen aufgesetzt wurde? Und Data Articulation wäre dann, wie gut sind die Daten beschrieben? Gibt es ein Glossar? Gibt es KPI-Definitionen? Lineage ist auch immer ein großes Thema. Ja? Wo kommt welches Datenfeld her? Das kann oft zu Verwirrungen führen. Beim Bereich Data Usage geht es dann eher um Data Access und Standards, also wie einfach kommt man an die Daten, wenn man sie dann in seinem Use Case benutzen möchte. Und Data Consultation, wie intensiv werden sie von den Mitarbeitern bereits verwendet? Wenn es einen Data Lake gibt, wie stark ist der im Unternehmen eingebunden? Gehen die Leute auf den Data Lake oder bauen sie sich ihre eigenen Schnittstellen zu bestehenden Systemen? Das geht dann auch schon ganz grob in den Bereich Data Culture. Und dann haben wir Datenpflegen auf der rechten Seite. Da geht es um Verantwortung. Gibt es Owner, die sich um ihre Data Assets oder, um das Wort schon mal zu erwähnen, Data Products kümmern? Und natürlich um die Datenqualität. Ganz wichtiger Punkt auch in den 7 Dimensionen, die dort typischerweise betrachtet werden. Bei Software hat sich das ja schon seit Jahrzehnten etabliert, dass man Softwarekomponenten testet. Bei Daten ist es noch nicht überall so richtig angekommen, dass man Datentests schreiben sollte, die kontinuierlich monitoren, ob wir da beispielsweise einen Drift haben bei der Qualität. Und der letzte Aspekt, Data Culture. Wie gesagt, manchmal schwer zu greifen. Sie haben sicherlich dann schon in dem Business Alignment einige Aussagen vernommen, die so ein bisschen ein Gefühl geben, wie es im Gesamtunternehmen um die Data Culture steht. Man kann auch einige strukturierte Ableitungen an der Stelle umsetzen. Wenn Sie jetzt Data Literacy beispielsweise nehmen, könnte man
schauen, was gibt es denn so im Schulungs- und Weiterbildungsangebot der Firma im Bereich Daten? Wie intensiv wird es von den Mitarbeitern genutzt? Wie viele Mitarbeiter sind dort geschult? Man kann Skill-Selbsteinschätzungen machen mit den Mitarbeitern. Man kann die bestimmte Tools untersuchen, wie intensiv werden sie von den Mitarbeitern verwendet. Genauso im Bereich Information Sharing könnte man jetzt auf einer Metaebene Rückschlüsse ziehen, indem man beispielsweise sagt, wie viele bereichsübergreifende Dashboards gibt es, die intensiv genutzt werden, was für einen Reporting-Rhythmus hat man. Eng damit verknüpft dann die datengetriebenen Entscheidungen. Also werden Daten wirklich in Meetings verwendet, um Entscheidungen zu treffen? Oder wie ist der Entscheidungsfindungsprozess generell aufgestellt? Ist es eher so aus dem Bauch raus nach Gefühl oder gibt es ein strukturiertes Vorgehen, dass man sagt, man hat eine Hypothese, man testet diese Hypothese auf Daten und lernt dann daraus? Und als vierter Punkt Data Events und Rituale. An sich relativ simpel umzusetzen, aber auch oft nicht etabliert, dass man regelmäßige Data Office Hours hat oder Lunch and Learn, was auch immer dort passend ist. Vielleicht ein internes Wiki, in dem Artikel über Datenprojekte veröffentlicht werden. Kann man alles Mögliche machen. Und das lässt sich auch eigentlich sehr gut analysieren, um so eine Idee zur Data Culture zu bekommen. Das alles fließt dann zusammen in die Diagnose. Man möchte also das richtige Problem benennen. Und jetzt muss ich kurz wieder Richard Rummelt referenzieren, denn er sagt dann, in der Diagnose ist es dann nochmal besonders wichtig, die Krux zu benennen. Was ist also dann von dem engen Problemkreis, den man identifiziert hat, das allergrößte Problem, auf das man unbedingt schauen sollte? Und jetzt führe ich 2 Beispiele ein, die sich in den Folgefolien auch wiederfinden. Das erste ist, habe ich jetzt als Entscheidungslücke betitelt. Bei diesem Unternehmen wäre es also so, dass wir reichlich Berichte haben, hohe Investitionsreporting, aber kaum Wirkung in der Linie. Und das Kernproblem, die Krux, die wir an der Stelle identifiziert haben, ist, dass unser Problem nicht in den Datenquellen liegt, sondern in der Strecke vom Dashboard zur Entscheidung. Also eigentlich relativ weit hinten in der gesamten Datenstrecke. Und Ursache ist also, in Meetings wird zwar über Zahlen gesprochen, aber nicht mit ihnen entschieden. Und diese Krux wollen wir dann jetzt im Folgenden dann gleich mit Leitlinie und entsprechenden Handlungen angehen. Das zweite Beispiel, das ich auch wieder referenzieren würde später, ist Ownership Vakuum. Wir haben jetzt beispielsweise dann ein bisschen kleiner gedacht in einem Bereich, eine Menge von Datenquellen, Toolinitiativen, aber trotzdem kein konsolidiertes Bild. Und was dann zunächst vielleicht nach einem Datensilo-Problem in den einzelnen Abteilungen des Bereiches aussieht, ist in Wirklichkeit kein Datensilo-Problem, sondern ein Verantwortungsvakuum, das sich dann in Silos materialisiert. Das heißt, es gibt keine definierten Data Owner für diese Datenquellen und daher macht dann wieder jede Abteilung ihr eigenes Ding. Genau, wenn Sie möchten, kann man das Ganze dann strukturieren, also diese ganze Diagnosestellung, die wir uns jetzt angeschaut haben, in 4 Teile. Ja, das Frame, Scan, Listen, Synthesize, einfach Business Alignment, Data Governance, Data Culture und dann das Zusammenfahren, Spiegeln und den Stakeholdern eben klar erklären, wir haben jetzt folgende Diagnose getroffen und das sind die Probleme, die wir angehen möchten. Und damit kommen wir zur Leitlinie. Die Leitlinie soll uns jetzt also helfen, den richtigen Weg zu gehen. Und vielleicht kurze Überschrift, eine Leitlinie ohne Verzicht ist eine Vision. Das ist ein wichtiger Aspekt von einer Leitlinie. Ich würde das vielleicht so als Metapher sagen, stellen Sie sich vor, Sie fahren mit Ihrem Auto auf der Straße. Eine Vision ist ja dann eher etwas, das vielleicht vorne hinter dem Nebel irgendwo so ein bisschen durchschimmert und Ihnen grob eine Idee gibt, wo Sie hinkommen möchten. Eigentlich werden Sie die Vision aber niemals erreichen und von daher finde ich das eigentlich kein passendes Vorgehen. Eine Leitlinie ist an der Stelle konkreter. Wir haben mit der Diagnose ja schon ganz klar unser Problem benannt. Wir wissen ja, was wir lösen wollen. Und mit der Leitlinie sagen wir,
Das sind die beiden Leitplanken, die halten dich auf dem Weg. Du kannst zu jeder Zeit sagen, wenn du eine bestimmte Aktion umsetzen möchtest, liegt die innerhalb dieser Leitplanken oder liegt sie außerhalb? Und damit ist eine Leitlinie auch sehr gut darin zu sagen, was wir nicht tun. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn wir daran zurückdenken, wir haben begrenzte Mittel, wir wollen sie gezielt einsetzen, dann hilft uns die Leitlinie zu sagen, das ist das, was wir machen wollen und das ist das, was wir nicht machen wollen. Da wird es unzufriedene Stakeholder geben, aber am Ende schönere Ergebnisse für alle. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, wechsle ich jetzt wieder zurück zu den Beispielen. Wie würde eine Leitlinie für das erste Beispiel für diese Entscheidungslücke aussehen? Das ist jetzt einmal der komplette Prozess, wirklich Diagnose, Leitlinie bis zu den Aktionen, den man hier sieht. Wir hätten in den 3 Bereichen beispielsweise herausgefunden, beim Business Alignment sind wir die Use Cases durchgegangen und haben gemerkt, dass eigentlich die Quartalssteuerung, Pricing und die Investitionsfreigabe, alles, was dann wirklich auch in Top-Level-Meetings passiert, nicht gut dokumentiert sind. Wir haben bei der Data Governance haben wir gemerkt, okay, die KPIs, die wir in den Meetings anschauen, sind auch wirklich nicht so Ende zu Ende definiert. Es gibt vor allem auch unterschiedliche Sichten auf die verschiedenen KPIs. Und zusätzlich haben wir bei der Data Culture noch gesehen, dass wir eigentlich gar nicht wirklich datengetrieben entscheiden. Die Krux, hatte ich vorher schon genannt, war dann, unser Problem liegt nicht in den Datenquellen, sondern in der Strecke vom Dashboard zur Entscheidung. Und daraus entwickeln wir jetzt unsere Leitlinie. Wir sagen nämlich, wir behandeln Entscheidungsroutinen als Datenprodukt, nicht als Reporting-Anhängsel. Das heißt, was die Überschrift jetzt auch sagt, wir verdichten im Prinzip alles, was hinter dem eigentlichen zur Verfügung stellen der Daten passiert, nämlich die Definition der KPIs, die Berechnung der KPIs, das Verfügungstellen der KPIs in Reports und die Meetings selbst zu einem Datenprodukt und geben der ganzen Sache am Ende einen Owner. Ja? Also diese Aktionen hier unten folgen direkt daraus. Ja? Wir wollen dann, wir nehmen die wichtigsten Meetings her, definieren die wirklich als Use Cases. Wir schauen uns auch nochmal an, wo entscheiden wir heute ohne Daten, schaffen gemeinsame Standards, passen unsere Routinen an. Das alles zu entscheiden, dass wir diese Sachen tun, dazu hilft uns diese Leitlinie. Und alles, was nicht zu dieser Leitlinie passt, setzen wir an der Stelle auch nicht um. Nochmal das zweite Beispiel. Wie würden wir hier die Leitlinie entwickeln? Wir haben hier vielleicht gesagt, im Bereich Data Governance ist Ownership überhaupt nicht gegeben. Wir haben sehr wenige Owner, die tragen den größten Teil der Last und so richtig umsetzen können sie ihre Arbeit damit dann auch nicht. Bei der Data Asset Discovery haben wir überlappende Quellen, keine konsolidierte Asset-Liste, die Qualität ist auch nicht gut, also es ist wirklich Data Governance, ist sozusagen der dominante Strang. Beim Business Alignment haben wir gesehen, okay, der Sponsor eines Projekts, in dem ein gewisses Data Asset entstanden ist, hat sich zum de facto Owner entwickelt, ohne dass ihm das Mandat jemand gegeben hätte. Und bei der Datenkultur haben wir gesehen, Information Sharing sind wir auch nicht besonders stark. Dadurch kamen wir zu dieser Krux. Wir haben kein Datensilo-Problem, sondern ein Verantwortungsvakuum. Und dann die eigentlich logisch daraus folgende Leitlinie ist, wir investieren zuerst in Verantwortung, dann in Technologie. Also keine Vergrößerung des Toolzoos, sondern wir stecken unsere ganze Zeit in das Verantwortungsproblem und suchen Leute, die sich angemessen um die Daten kümmern. Und damit kommen wir auch schon zu den Handlungen. Um das nochmal kurz zu skizzieren, wie muss ein richtiges Set an Handlungen aussehen für eine erfolgreiche Datenstrategie? Zunächst müssen sie natürlich im Dienst der Leitlinie stehen. Sie müssen durch den Leitlinienfilter passen. Zweiter Punkt ist, sie müssen einander verstärken. Das ist dieses Wort kohärent, was jetzt immer wieder aufgetaucht ist. Ist da auch an der Stelle eigentlich ein gutes Measure, wenn man sieht, die Aktionen, die wir geplant haben, die wir umsetzen möchten, sind alle irgendwie miteinander verzahnt. Ja, dann ist man auf dem richtigen Weg.
Und Punkt 3, auch nicht zu vernachlässigen, eine Sequenz schlägt Parallelität aus mehreren Gründen. Zum einen, ja, weil Tasks voneinander abhängig sind, ja, und dass man eigentlich das Ergebnis des ersten Tasks haben sollte, bevor man den zweiten angeht, auch weil man nach dem Prinzip, wenn ich hier 3 Häuser bauen muss, kann ich alle 3 parallel bauen oder ich baue zuerst das erste fertig, dann das zweite und das dritte und dann hat der erste schon mal ein Haus, kann man einfach konsequent Ergebnisse zeigen und daher ist das auch ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir wieder zu den Beispielhandlungen. Wir haben Beispiel 1, Entscheidungslücke. Wie würden wir hier vorgehen? Wir identifizieren zunächst die Routinen. Also das heißt, wir wollen herausfinden, welche Meetings entscheiden über Geld, Ressourcen und Richtungen, wollen wissen, wer dort teilnimmt, wie oft das passiert und was dort entschieden werden muss. Und das Ergebnis ist dann ein Routineninventar. Sie können das im Prinzip auch Use Cases nennen. Und diese Routinen werden dann Teil eines Datenprodukts. Das heißt, pro Routine überlegen wir uns dann, welche Fragen müssen dort immer beantwortet werden, welche KPIs in welchem Format gehören dazu, welche Quellen brauchen wir, um die KPIs zu berechnen und wir überlegen uns zum Beispiel auch SLAs, wie aktuell diese KPIs sein müssen. Daraus folgt die Datenproduktspezifikation. Und pro KPI können wir dann nochmal genau aufschreiben, also eine Definition aufschreiben, eine Berechnungslogik, typische Missverständnisse und ganz wichtig, weil wir aus der Situation kommen, dass es ein unterschiedliches Verständnis für die KPIs gab, müssen wir alle Konflikte an der Stelle klären. Wir müssen mit allen Stakeholdern für die entsprechenden Routinen ausverhandeln, was ein KPI genau bedeutet und auch das festhalten. Und schließlich brauchen wir einen Owner. Wir geben also jedem Datenprodukt, das sich aus diesem Prozess entwickelt, einen Owner, der dann wirklich dafür verantwortlich ist, dafür zu sorgen, dass wir in unseren Routinen datenbasiert Entscheidungen treffen können. Ein kurzer Deep Dive, bisschen übertriebener Begriff vielleicht, wenn es nur eine Folie ist, aber weil ich jetzt so oft von Datenprodukten gesprochen habe, hier auf der linken Seite würde man jetzt ein Beispiel Datenprodukt sehen, was aus unserem Prozess entstanden ist. Datenprodukt Quartalssteuerung. Das hätte einen Owner, SLAs und hätte einen gewissen Inhalt. Da wären jetzt beispielsweise bestimmte KPIs drin mit ihren Definitionen. Die Lineage, das heißt, welche Daten aus welchen Systemen fließen dort in diese KPIs hinein. Es wird versioniert. Es hat ein Interface, dass man maschinell mit den Daten interagieren kann. Das Schema ist definiert. Es gibt Metadaten dazu und entsprechend Dokumentation und auch einen Data Contract. Da gibt es verschiedene Standards dafür. Und das macht die Sache dann rund. Das ist dann mehr als eine Datenbanktabelle, die irgendwo liegt, die man dann mit seinem SQL Explorer anschauen kann. Und ist dann ein austauschbares Artefakt innerhalb des Unternehmens. Datenprodukte sind ja, intensiv diskutiert in der Literatur aktuell. Es gibt beispielsweise das Buch Data Mesh, das in den Datenprodukte dann eins von 4 zentralen Elementen sind, um eine erfolgreiche datengetriebene Organisation aufzubauen. Sehr interessant zu lesen. Dort sind auch diese Eigenschaften von Datenprodukten definiert. Für mich die wichtigste Eigenschaft ist eigentlich immer die ersten Spalte, die 4. eigenwertig, valuable on its own. Das heißt, man kann mit dem Datenprodukt arbeiten, ohne es irgendwie in den Kontext von anderen Data Assets zu setzen. Es ist so wie es da steht, verwendbar. Und Datenprodukte werden dann im Prinzip behandelt wie Softwaresysteme. Sie haben einen Lebenszyklus, werden geplant, gebaut, veröffentlicht und dann gepflegt und irgendwann auch retired. Sehr schönes Konzept. Und damit kurz nochmal zu Beispiel 2. Was wären die Aktionen oder die kohärenten Handlungen, die wir hier umsetzen möchten? Teil 1. Wir schneiden Domänen. Hier geht es jetzt also um das logische Datenmodell, die logische Datenarchitektur vielmehr. Man würde einen Workshop mit dem Business machen und der IT
sagen, was sind unsere Kerndomänen im Unternehmen, beispielsweise Customer, Product, Order, Finance, People. Daraus entsteht eine Domänenkarte mit Grenzen. Man weiß, was in welche Domäne gehört. Man definiert so auf dieser logischen Ebene Schnittstellen. Diese Domänen kann man dann oder muss man dann Ownern zuweisen. Und der wichtigste Aspekt hier, kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, ist der schöne Begriff Kapazitätszusage. Was wir in der Regel sehen, ist, dass dieses Data Ownership ein Task ist, der nochmal on top kommt auf das, was eine Person sowieso schon macht. Und das führt dann in der Regel dazu, dass diese wichtige Aufgabe nicht wirklich ausgeübt wird. Es ist also wirklich wichtig, der Person dann entsprechenden zeitlichen Freiraum zu geben. Es muss irgendeine andere Aufgabe weggenommen werden, damit das Ownership wirklich erfüllt werden kann. Im dritten Schritt kann man dann ein Asset-Inventar pro Domäne anlegen, also sagen, welche Quellen, Tabellen, Reports und so weiter gehören jetzt dazu. Das kann dann sehr, sehr detailliert werden. Ist aber wichtig an der Stelle auch dann wirklich ins Detail zu gehen, um klar zu sagen, das ist das, wofür du jetzt zuständig bist. Und erst ganz zum Schluss kann man dann die Tool-Frage stellen. Gibt es vielleicht Werkzeuge, die Owner an der Stelle bei ihrer Arbeit unterstützen können? Und damit wechsle ich kurz zum Thema Datenkataloge. Sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug und inzwischen auch schon recht weit verbreitet. Sie sehen jetzt hier oben ein paar Beispiel-Datenprodukte. Datenkataloge beinhalten natürlich nicht nur Datenprodukte, sondern dort ist im Prinzip die ganze Datenlandschaft inklusive sogar der Business-Applikationen abgebildet. Alles von einzelnen Tabellenspalten bis hoch zu den Datendomänen oder zu den Datenprodukten, was auch immer Sie dort abbilden möchten. Eine logische Folge eigentlich aus der Datenproduktidee ist dann natürlich ein Data Marketplace, ja, eine Art Datenshop. Das heißt, Sie können die Datenprodukte nicht nur im Schaufenster anschauen, sondern auch gleich in den Laden reingehen, die Produkte auschecken, idealerweise mit einem einer automatisierten Anwendung, dass Sie gleich den Zugriff auf die Daten bekommen, mit einem kleinen Workflow dazwischen, bei dem Sie erst bestätigen müssen, dass Sie das Recht haben, mit diesen Daten zu arbeiten und so weiter und so fort. Also da ist man schon dann auf einem ganz guten Level angekommen, wenn man über solche Dinge nachdenkt. Und ja, die zentralen Aspekte, die so ein Datenkatalog also umsetzt, ist, dass man zum einen Daten finden kann. Was gibt es überhaupt in dem Unternehmen? In welchen Domänen ist das zugeordnet? Wer ist der Verantwortliche? Man versteht die Lineage beispielsweise, ja, welche Datenfelder kommen woher, welche Definitionen für KPIs gibt es und so weiter. Und man kann dem Ganzen auch vertrauen, weil solche Datenkataloge in der Regel auch die Möglichkeit haben, die Datenqualität der Data Assets zu bewerten durch kontinuierlich laufende Quality Checks. Es gibt verschiedene Produkte am Markt. Mit Collibra haben wir einige Erfahrungen gesammelt. Elation habe ich vor langer Zeit mal verwendet. Da kann ich jetzt nicht mehr so furchtbar viel zu sagen. Und Purview ist ja noch relativ neu am Markt. Oben rechts ist jetzt ein Screenshot von Collibra zu sehen beispielsweise. Gut, wenn man dieses große Fundament gebaut oder gegossen hat, dann kann man wunderbare weitere Funktionalitäten darauf aufbauen. Eine Sache, die wir jetzt kürzlich bei einem Kunden umgesetzt haben, ist ein AI-Agent, der dann in der Lage ist, mit dem Datenkatalog, in dem Fall Collibra, zu kommunizieren. Das ist jetzt kein echter Screenshot. Wir haben das mit Copilot umgesetzt. Im Endeffekt haben die Mitarbeiter dort jetzt die Möglichkeit, aus Teams heraus oder PowerPoint oder Excel mit dem Datenkatalog direkt zu kommunizieren, Fragen zu stellen und das direkt in ihre Texte einzuarbeiten, um quasi ein alternatives, sprachbasiertes Interface zum Datenkatalog zu haben. Das macht es natürlich sehr schön zugänglich für Mitarbeiter, die keinen so technischen Hintergrund haben. Was man auch machen kann, ist, wenn man die Data Maturity
nicht nur einmalig in so einer initialen Diagnosephase verstehen möchte, kann man dort auch ein Dashboard aufbauen. Das ist jetzt ein Beispiel von Collibra, das dann natürlich einen vollen Fokus auf Data Governance hat, weil das die Daten sind, die Collibra zur Verfügung hat, der Datenkatalog. Haben wir dann auch an der Stelle noch ein bisschen weiter gedacht und am Ende ein Power BI Dashboard gebaut, das diese Informationen im Bereich Data Governance zusammenfährt, dann aber auch Data Culture mit einbezieht und zum Beispiel in den Schulungskatalog schaut, ja, wie viele Mitarbeiter haben sich letzten Monat neu schulen lassen, wie viele Events haben stattgefunden, etc. Das sind aber dann wirklich schon Advanced Konzepte. Ansonsten bleibe ich bei meiner Aussage, dass man die Tools vielleicht als letztes denken sollte. Ist dann aber etwas, womit man einfach in der Firma oder im Unternehmen sehr viel Werbung für das Thema Datenstrategie machen kann. Damit komme ich jetzt eigentlich schon zum Ende. Ich habe 4 Gedanken, die ich Ihnen mitgeben möchte. Zum einen, Strategie ist Diagnose, Leitlinie, Handlung. Das sind diese 3 Aspekte, die wir heute durchgegangen sind und die ein sehr schönes Framework bieten, an dem man sich gut festhalten kann, wenn man sich durch die Datenstrategie durchhangelt. Dann die Leitlinie als das zentrale Thema der entwickelten Datenstrategie. Ja, eine Leitlinie ohne Verzicht ist eine Vision. Nummer 3 ist, Datenprodukte sind das operative Atom. Man kann natürlich auf verschiedensten Leveln arbeiten an der Stelle, aber Datenprodukte sind eigentlich das, womit man heutzutage arbeiten sollte. Und als letztes starten Sie mit einer Box, nicht mit einem Programm, also klein anfangen, auf die wichtigsten Probleme fokussieren und sich nicht in zu vielen Details verlieren. Das war's dann von meiner Seite. Ich danke schon mal für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich jetzt auf Fragen, die Sie gerne in der Q&A-Section stellen können oder wenn Sie das möchten, auch einfach in den Chat schreiben.